Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget, ja, und es wird einfach munter weitergemacht, ja. Wir sind jetzt beim nächsten Raid, und zwar bei Raid 102 angelangt, ja. Und solange wir noch vorankommen, werde ich euch noch voll bombardieren mit diesen Gilden-Raid-Videos, ja, weil ich jeden einzelnen natürlich auch, wie gesagt, wie ich auch schon erwähnt habe, ja, festhalten und dokumentieren möchte, ne, was wir hier so als Gilde geschafft haben. Ich kann euch garantieren, das wird nicht mehr sehr lange so weitergehen, denn unter dem Gilden-Raid-Video Nummer 100, also der 100. Gegner, da hatte der gute Viper kommentiert gehabt, Grüße gehen raus, der spielt ja in einer der Top-Gilden überhaupt und auf Server 1 ist es das, glaube ich, ja. Da wurde gesagt, dass die den 109. Raid momentan gerade gelegt haben und am 110. Raid jetzt gerade so ein bisschen festhängen, ja, und das als stärkste Gilde der Welt, ne? Und ja, da könnt ihr auf jeden Fall sicher sein, dass wir nicht mehr sehr lange sehr viel von diesen Raids zeigen werden, weil wir sind jetzt momentan gerade beim 102. Raid. Und ja, bis zur Top-Gilde ist unsere Gilde noch sehr, sehr weit entfernt. Ja, wir haben einen Durchschnitt, einen Level-Durchschnitt von 400 irgendwas in der 50er oder so vielleicht, ja, und haben eine 950er Ritterhalle. Da bin ich teilweise in der Gilde, wo mein Battlemate spielt, auf W27. Da sind wir, glaube ich, vom Durchschnittslevel schon höher als hier in meiner Main-Gilde. Liegt daran, dass das halt eine sehr alte Gilde ist, ein sehr inaktiver Server. Zwar sehr hohe Spieler in der Gilde sind, die natürlich durchcarryen, aber halt auch sehr niedrige Spieler sind, die halt neu dazugekommen sind, weil viele alte Leute die Gilde verlassen haben, ne? Mit der Zeit wollen die Leute nicht mehr spielen und dann ist es schwer, neue Leute ranzukriegen und dann sind viele neue vielleicht auch mit dabei, die sich dann bewerben und so, und deswegen haben wir so einen niedrigen Level-Durchschnitt, weil halt nicht alle gleich hoch sind, sondern von ganz hoch bis ganz runter haben wir alles gemischt dabei. Ich denke mal, viele alte Server mit vielen alten Top-Gilden haben ein ähnliches Problem auf jeden Fall. Könnt ihr ja mal, falls ihr eine ältere Gilde in einer älteren Gilde spielt, auf einem älteren Server, wie das bei euch so ist, ob ihr da auch so eine Probleme habt, mit, ja, dass die Leute nach einer Zeit immer inaktiver werden oder halt aufhören zu spielen. Wie gesagt, wenn so eine Gilde oder so ein Server schon, keine Ahnung, über 5, 6, 7, 8 Jahre existiert oder noch länger, dann schleichen sich mit der Zeit so eine Probleme ein. Ich denke mal, das kennen die meisten von euch. Ansonsten könnt ihr ja mal sehr gerne schreiben, wo ihr gerade als Gilde vielleicht so, auf welchen Server, ja, bei welchen Raid hängt, ne? Das würde mich auch nochmal ganz gerne interessieren, wie das so bei euch dann momentan aussieht. Auf jeden Fall, nachdem mir das Viper geschrieben hatte, dass die Top-Gilden momentan beim 110. Raid hängen, und das wirklich, das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt 150 Raids, ja. Es wurden von 50 auf 150 mal irgendwann erhöht. Die Raid oder die erhöhten Raid-Anzahl, die hat keiner verstanden, weil die keinen großartigen Mehrwert für einen selbst oder für die Gilde bieten, so, ne? Es gibt halt 2 Millionen Erfahrung, das ist halt im Prinzip jetzt nichts, so, ne? Und vor allen Dingen für die Leute, die halt sehr hoch im Level sind, da ist halt 2 Millionen noch weniger so, deswegen die Vergütung ist auf jeden Fall sehr lächerlich und es lohnt sich halt jetzt nicht großartig so die Raids zu machen, man macht es halt nur aus Prestigegründen, damit man halt, ja, ein bisschen, ja, damit man sagen kann, jo, wir sind gerade hier bei dem und dem Raid, so ein bisschen Kräfte messen halt, ne, wie das halt so ist, ne, was ich ja schon angesprochen hatte. Und deswegen, ja, wird es noch sehr, sehr lange dauern, bis die Top-Gilden oder bis überhaupt mal irgendeine Gilde den 150. Raid gelegt hat. Ihr müsst euch mal vorstellen, das Spiel existiert jetzt schon fast 12 Jahre, ne? Und die Top-Gilden, die sind alle auch schon, die ganzen Spieler sind da auch schon, ja, 10, 11, 12 Jahre mit dabei und haben dementsprechend auch hohe Accounts, hohe Charts, und die Gilden sind halt nicht ohne Grund so stark, ne? Und dann muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass die
gerade beim 110. Rating. Ja, und noch 40 weitere noch folgen und dass die da nicht großartig weiterkommen. So, da könnt ihr euch vorstellen, wie viele Jahre es noch dauern wird, bis mal irgendeine Gilde irgendwann den 150. Raid gelegt hat. Ja, und das ist so schwierig und so anspruchsvoll, diese Raids zu legen, diese Raid-Gegner zu besiegen, und man bekommt quasi als Reward gar nichts. Im Prinzip gar nichts. Ja? 2 Millionen vielleicht auf einem Level von, keine Ahnung, von Stufe 200, 100, 200 oder so, die würden sich da vielleicht noch ein bisschen drüber freuen, ich glaube aber auch nicht mal, noch weiter unten, da würden sich die Leute freuen, wenn die als Gildenaufgabe so ein Ziel erledigen, wahrscheinlich noch weiter unten, ne, einen Reward von 2 Millionen zu bekommen. Aber ein Spieler, der pro Level 1,5 Milliarden Erfahrung bekommt, und das sind ja die meisten Spieler, weil die jetzt bei diesem Raid gerade sind, ist natürlich klar, dass die dementsprechend natürlich auch vom Level her hoch sein müssen, weil sonst, ja, also die Gilde muss eine gewisse Stärke vorweisen, sonst wäre sie ja jetzt nicht bei dem und dem Raid, jetzt bei dem 102. jetzt zum Beispiel. Und dafür dann so eine XP zu bekommen, ja, das ist halt null angepasst irgendwie auf jeden Fall. Und deswegen würde ich mir da wünschen, dass da vielleicht ein bisschen was gemacht wird, noch ein bisschen dran rumgeschraubt wird, ein bisschen gearbeitet wird, dass die Motivation da auch dementsprechend höher ist. Die Raids werden so oder so gemacht, so davon ja, brauche ich jetzt gar nicht weiter hier anfangen. Ne? Das wird aber nur gemacht, damit sie weg müssen, so, ne? Und nicht, weil man sie jetzt so unbedingt gerne macht oder sich davon eine extrem krasse Belohnung davon verspricht oder so, ne? Also es bietet halt keinen großartigen Mehrwert, ja. Ja, wie ihr im Hintergrund gesehen habt, haben wir jetzt auch den 102. Gilden-Raid besiegt, erfolgreich, und es hat nicht mal großartig Mühe gekostet so. Also wir hatten noch sehr viele Top-Spieler auf jeden Fall in der Gilde gehabt, die noch hätten rankommen können. Ne? Was das Balancing angeht, keine Ahnung, ob der 100. Gegner so eine Bremse war und dann, ja, wie es halt so in vielen Etagen ist, ob es ein Wirbelwind ist oder in vielen verschiedenen Dungeons. Da gibt es ja auch verschiedene Bremsen, so, die einen mehr oder weniger hindern. Ob das hier auch so bei den Gilden-Raids ist, dass mal einer dazwischen ist, so, und war jetzt halt der 100., wo man halt lange dran hängt. Dann kommt halt wieder eine Zeit lang kommen wieder schwächere Gegner, so, bis dann irgendwann die nächste Bremse kommt. So ist es halt eigentlich normalerweise, aber ich finde bei diesen Raids, da hast du halt nicht so eine Art Bremse drin. Also klar schon, also der 100. war schon schwerer auf jeden Fall, aber im Verhältnis hat man jetzt das Gefühl, als ob man nach Stufe 100 wieder irgendwie von vorne anfängt, weil das in keinem Verhältnis steht irgendwie. Also die Gegner danach waren nicht ansatzweise so schwer wie der 100. Und sonst im Wirbelwind oder in den Dungeons hat man das Gefühl, dass die Gegner danach trotzdem immer noch sehr stark sind. Man hatte zwar eine krasse Bremse, aber die Gegner danach sind trotzdem immer noch relativ strong. So, und das hat man halt jetzt bei diesen Gilden-Raids danach nicht. So, dadurch, dass der Viper erzählt hat, dass er jetzt beim 110. Raid hängt, weiß ich gut, das wird nicht allzu lange dauern, bis wir auch bald wieder strugglen, bis wir die Raids bis dahin schaffen, so, ne? Und dann werden wir auch wieder mit einer Bremse zu tun haben, aber ja, so die Gegner zwischen den Bremsen sind halt irgendwie, ja, ziemlich lächerlich, sag ich mal so, was ich jetzt aus Erfahrung sprechen kann, was jetzt nach Etage oder nach Raid 100 kommt. Ja, gut, ansonsten, die Pets haben wir auch bald soweit fertig. Wasser fehlt noch. Da habe ich noch ein paar Pets vor mir, aber ansonsten habe ich jetzt hier Schatten, bald auch auf 4000, und dann ist nur noch Wasser das letzte Element, und dann haben wir die Pets auch soweit durchgespielt. Ja? Der Endgame-Content ist auf jeden Fall fast komplett durchgespielt hier von mir. Ne? Ja, ansonsten Arena-Manager werde ich hier und da mal nochmal opfern, aber nicht mehr viel, weil da bin ich ja jetzt momentan, ich habe ja Max-Ruhen, was soll ich noch großartig, ne? Und deswegen schalte ich da auch einen Gang auf jeden Fall zurück. Gut, das soll es dann auch für das Video heute wieder gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar dazu da, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis
zum nächsten Mal.